Also Hillary Clinton und Donald Trump sind eigentlich beide nicht wählbar. Das ist ja eigentlich das Verrückte. Die sind beide, wenn man sagt, es müssen doch die Besten, die Ehrlichsten, die Klügsten, müssen das Volk vertreten, dann fragt man sich schon, wie kann es zu einer so grotesken Auswahl kommen? Bei Hillary Clinton muss man sagen, sie hat maßgeblich mit dazu beigetragen, dass Libyen angegriffen wurde und dass Syrien angegriffen wurde. Beide Kriege sind ja 2011 ausgebrochen, damals war sie im Außenministerium. Und man sieht, was mit diesen Ländern heute ist. Ja, also in Syrien haben wir 400.000 Tote, in Libyen haben wir verschiedene Milizen, die sich angreifen und man fragt sich, ja, wenn so eine Frau Präsidentin wird sie dann, welches Land wird sie überfallen? Den Iran? Und überhaupt, die haben ja nie einen Plan, was danach passiert. Die sind sehr gut im Überfallen, aber sie haben das sogenannte Nation Building, funktioniert ja gar nicht aus dem einfachen Grund, weil man ja nicht ein Land überfallen kann und danach kann man den Leuten sagen, hört's her, es ist wichtig, dass ihr nicht gewalttätig seid, es ist wichtig, dass ihr eine Pluralität der Perspektiven respektiert, seid tolerant, geht auf den anderen ein, schützt die Minderheiten, wenn ihr einen Konflikt habt, macht eine Wahl, respektiert die Mehrheit, wenn die sich in einem Punkt durchsetzt. Weil das sind ja alles Prinzipien, die man sozusagen zuvor gebrochen hat. Also die USA setzen immer wieder auf Gewalt, die NATO setzt immer wieder auf Gewalt und darum ist sie nicht legitimiert, irgendjemandem zu sagen, den Warlords in Libyen oder den Warlords in Afghanistan, setzt doch bitte keine Gewalt ein. Daher das Nation Building funktioniert überhaupt nicht und darum halte ich Hillary Clinton für sehr gefährlich. Ich halte aber auch Donald Trump für sehr gefährlich, weil er natürlich genau diese Hetze gegen die Muslime weiter betreibt oder eigentlich überall hat er einfache Lösungen. Oder Mexiko, da baue ich eine Mauer, Muslime dürfen nicht mehr einreisen. Für mich persönlich ist er ein Egoman und ein Lügner. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum denn jetzt eine Frau, die in Kriege verwickelt ist und ein Mann, der wirklich vom ganzen Charakter her völlig ungeeignet ist, warum diese zwei unwählbaren Personen am Schluss zur Auswahl stehen? Weil es bedeutet ja de facto, einer von den zwei wird sein. Und das bedeutet aber für die Welt und für Europa, für Österreich, für die Schweiz und für Deutschland, dass eine kritische Reflexion gegenüber den USA weiter zunehmen wird. Wer auch immer gewählt wird, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass natürlich die Intellektuellen oder die Bürgerrechtler oder die Umweltschutzverbände, dass man einfach immer mehr sich fragt, was geht denn ab? Und das, was abgeht aus historischer Perspektive, ist eigentlich, dass das Imperium, die USA sind das Imperium, sich in einer sehr dekadenten Phase befindet.